Hallo ihr Greenhorns! Heute erkläre ich euch einen der wichtigsten Punkte bei Leaders, das Kämpfen. Kämpfen passiert in 4 Phasen, die ihr auch hier in der App während der Beordern- und Kämpfen-Phase nochmal aufgezeigt habt. Die könnt ihr euch da auch nochmal durchlesen, wenn ihr das braucht. Wie funktioniert das jetzt? Die erste Phase nennt sich Einheiten platzieren. Das bedeutet, ich kann jetzt Einheiten aus meinem Basecamp in Gebiete platzieren, die ich bereits besetzt habe. Hier zum Beispiel im Middle East. Achtung, immer wenn ich Einheiten aus meinem Basecamp auf das Spielfeld bringe, muss ich diese Zahl hier beachten. Das heißt, maximal 7 Einheiten dürfen in diesem Gebiet platziert werden. Ich fülle das jetzt mal noch auf. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und noch eine Einheit, nämlich noch einen Panzer dazu. Welche Einheiten kann ich mir nämlich aussuchen? Natürlich kann ich auch noch in weiteren Gebieten, die ich schon besetzt habe, auch Einheiten platzieren, nach demselben Prozedere. Hier zum Beispiel Wolga-Basin kann ich noch bis zu 5 Einheiten, also insgesamt bis zu 5 Einheiten aufrüsten. Phase 2 nennt sich Einheiten bewegen. Jetzt bewege ich die Einheiten, die ich hier in den Gebieten platziert habe, in angrenzende Gebiete. Zum Beispiel hier vom Middle East nach Central Asia. Achtung, eine Einheit muss immer zurückbleiben und das Land besetzt halten. Ich kann natürlich auch noch von anderen Ländern, die hier angrenzen, zusätzliche Einheiten in das Gebiet platzieren. Und jetzt sieht man hier was ganz Besonderes. Dieses Gebiet hat eigentlich ein Fassungsvermögen von 4 Einheiten. Ich habe aber bedeutend mehr Einheiten in diesem Gebiet jetzt in dieses Gebiet bewegt. Das ist in der Bewegenphase aber auch so okay. Das heißt, ich kann hier als Angreifer eine Übermacht zusammenbringen und habe somit einen großen Vorteil als Angreifer. Diese Einheit, die hier noch im Middle East steht, verschiebe ich oder bewege ich jetzt noch nach Eastern Europe, damit ich dieses nicht besetzte Land hier kampflos übernehmen kann und mir somit die Punkte hole. In dem Fall 6 Punkte. Dann ist die Bewegenphase auch für mich vorbei. Die dritte Phase nennt sich Gebiete verteidigen. Jetzt können alle Spieler, die hier angegriffen wurden, ihre Gebiete noch verteidigen, solange sie eben Einheiten hier im Basecamp haben. Der blaue Spieler hier kann zusätzliche Einheiten nach Central Asia schicken, um das Gebiet zu verteidigen. Achtung, er bringt die Einheiten jetzt vom Basecamp auf das Spielfeld, somit darf er maximal 4 Einheiten in diesem Gebiet platzieren. Welche Einheiten hier platzieren will, ist wieder ihm überlassen. Einheiten, die eventuell in angrenzenden Gebieten hier übrig sind aufgrund der Vorrunde, darf ich jetzt nicht zur Verteidigung hinzuziehen. Das heißt, diese 2 Einheiten kann ich hier nicht rein platzieren. Die kommen zu Beginn der Runde wieder zurück in das Basecamp. Eines ist noch wichtig, ich darf nur Einheiten aus dem Basecamp zur Verteidigung verwenden. Eventuelle Einheiten, die hier in angrenzenden Gebieten stehen, darf ich nicht zur Verteidigung in dieses Land oder Gebiet hinzuziehen. Die 4. Phase ist der Kampf. Gekämpft wird bei Leaders mit den Würfeln. Es gibt 3 verschiedene Würfel, die jeweils eine Einheit repräsentieren. Der weiße Würfel ist der Soldat, der hat 3 Treffer. Der graue Würfel ist der Panzer, der hat 4 Treffer. Und der schwarze Würfel ist der Flieger, der hat auch 4 Treffer, wobei einer ein Doppeltreffer ist und somit auch gleich 2 Einheiten auf einmal vernichtet werden können. Du darfst maximal 3 Würfel gleichzeitig werfen. Welche Einheiten du jetzt im Kampf verwendest, hängt ein bisschen davon ab, welche Einheiten du in dem Gebiet platziert hast. Du darfst natürlich, nimmst du die stärksten Einheiten zum Kampf. In meinem Fall hätte ich hier 2 Flieger platziert, darf somit auch 2 schwarze Würfel verwenden und als dritten Würfel nehme ich einen Panzer, da ich die auch platziert habe. Der blaue Spieler hier darf einen grauen für seinen Panzer verwenden und 2 weiße für seine Soldaten. Beide Spieler würfeln nun gleichzeitig mit ihren Würfeln. Jedes Treffersymbol bedeutet Verlust einer Einheit beim Gegner. Der blaue Spieler hatte 2 Treffer erzielt, demnach muss ich 2 Einheiten aus dem Gebiet entfernen, und zwar in den Vorrat. Ich nehme dafür immer die schwächsten Einheiten, das heißt ich als Spieler suche mir selbst aus, welche Einheiten aus dem Gebiet entfernt werden. In dem Fall zum Beispiel 2 Soldaten. Auch ich habe 2 Treffer erzielt, somit muss auch der blaue Spieler hier 2 Einheiten zurück in den Vorrat geben. Jetzt wird weiter gekämpft, das heißt es wird nochmal gewürfelt. Und zwar so lange, bis einer das Land erobert hat oder es verteidigt wurde, beziehungsweise wenn keine Einheiten mehr in dem Gebiet stehen. In dem Fall, ich darf weiter würfeln mit 2 schwarzen, da ich immer noch 2 Flieger habe und auch den grauen für den Panzer. Der blaue Spieler darf jedoch jetzt nur noch einen Panzer verwenden und einen Soldaten, da er nur noch 2 Einheiten in dem Gebiet hat. Beide würfeln wieder. Das heißt, der blaue Spieler hat ja einen Treffer und ich muss eine Einheit entfernen, natürlich wieder eine schwache Einheit. Ich habe hier 4 Treffer, da ich einen Doppeltreffer und 2 normale Treffer erzielt habe. Demnach ist das ausreichend, dass ich alle Einheiten hier vernichte und der blaue Spieler muss hier die Einheiten zurück in seinen Vorrat geben. Jetzt habe ich das Land erobert und bekomme natürlich auch entsprechend die Punkte. Hier auf der Punkteskala 4 Punkte nach oben. Man sieht jetzt hier, dass hier mehr Einheiten platziert sind am Ende des Kampfes, als hier Erfassungsvermögen von dem Gebiet übrig sind.
Das ist auch okay, nach dem Kampf dürfen sie auch hier platziert bleiben. Erst in der nächsten Runde, wenn ich an der Reihe bin, werden diese Einheiten bis auf eine zurück in das Basecamp gezogen, in der Phase Einheiten abziehen. Natürlich hat der Angreifer hier jetzt kurzfristig einen kleinen Vorteil, da hier Einheiten platziert sind. Natürlich kann sich ein Spieler auch während des Kampfes zurückziehen. Allerdings bei einem Rückzug verliert der Spieler die Hälfte der Einheiten aus dem Gebiet. Angenommen, der grüne Spieler will hier einen Rückzug starten, verliert er die Hälfte der Einheiten. Bei 3 Einheiten wäre die Hälfte 1,5, somit muss er 2 Einheiten aus dem Spiel geben, da er aufrunden muss. 2 Einheiten muss er deshalb in den Vorrat zurückgeben. Welche Einheiten entscheidet er natürlich selbst, in dem Fall die 2 schwächeren Einheiten, die Soldaten. Eine Einheit in dem Fall kann er retten und zurück in die Drop Zone bewegen. Die bleibt hier auch so lange bis zu Beginn seiner nächsten Runde, wo es heißt Einheiten abziehen, dann kann er sie zurück in das Basecamp verschieben und wieder verwenden. So funktioniert der Rückzug. Wichtig ist noch, die Franzosen verlieren bei einem Rückzug keine Einheiten, das ist ihre spezielle Fähigkeit und die können alle Einheiten zurück in die Drop Zone bewegen. Und hier noch ein paar kleine Tipps. Du darfst nach dem Kämpfen nicht in ein weiteres Gebiet weiter bewegen. Das ist nicht erlaubt. Es macht auch keinen Sinn, Einheiten in ein Gebiet zu platzieren, von dem aus du nicht angreifen willst, da sie dir später in der Verteidigung fehlen. Du verteidigst nämlich immer aus dem Basecamp aus. Und wichtig, beachte beim Kämpfen auch eventuelle Forschungsboni im Militärbereich, die du bereits erzielt hast. Du kannst mitunter einen Würfel mehr werfen oder du bekommst eine Einheit mehr in das Gebiet, als ihr eigentlich Fassungsvermögen ist, oder du darfst aus einem Einzeltreffer einen Doppeltreffer machen. Alles klar? Viel Spaß beim Spielen!